Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute spielen wir auf W60. Wir haben Tag 24 von 200, auf den ich hier, wo ich hier auf dem Server spiele. Und zum Einstieg des Videos wollte ich euch einen geheimen Easter Egg Weihnachtscode zeigen, den vielleicht der ein oder andere von euch kennt. Ich weiß nicht, wie viele von euch den kennen, wie bekannt der ist, der Code. Allerdings wollte ich das Ganze mal euch zeigen, weil es schon ganz lustig ist. Ich hatte ihn letztes Jahr zu Weihnachten auch mal eingegeben gehabt und ihr könnt ihn sehr gerne natürlich auch als kleinen Scherz so rumschicken, wenn irgendjemand zu euch sagt, hey, habt ihr noch einen Code oder was? Oder gibt's irgendeinen aktuellen Code, der funktioniert und so? Ja, gibt es. Und zwar, wenn man bei hier runter scrollt zu Coupon, ist in der Weihnachtszeit aktiv. Oder ich weiß gar nicht, ob der auch außerhalb der Weihnachtszeit aktiv ist. Und zwar, wenn ihr hier eingebt Xmas, dann bekommt ihr hier eine kleine Nachricht. Und zwar steht dann hier Fehler. Last Christmas I gave you my heart. Ja, das ist doch mal ganz lustig und ich meine, irgendwie kann man jetzt nicht drüber streiten, funktioniert der Code, funktioniert er nicht. Aus meiner Ansicht funktioniert er, weil das ist ja schon so ein kleines Easter Egg, was die hier eingebaut haben, weil wenn man sonst irgendeinen Code hier eingibt, dann steht da, ist abgelaufen oder funktioniert nicht oder der Code ist nicht gültig oder Stufe, ne, sowas halt hier, ne. Aber speziell halt Xmas einzugeben und dann kommt halt diese Meldung, das ist halt schon in dem Wissen so programmiert eingegeben worden und fand ich auf jeden Fall ganz lustig mal zu zeigen für den einen oder anderen, der das von euch noch nicht wissen sollte, ne? Ja, jetzt kommen wir aber mal zu W60 und meinem Magier hier. Wir sind, wie gesagt, an Tag 24, noch nichts erledigt heute. Ich weiß nicht, Dämonenportal, wo stehen wir da jetzt momentan? Lebensenergie 51%. Ja, weiß ich nicht, ob ich den geknackt kriege. Wir werden heute nicht allzu viel machen. Wir gucken mal, ob wir ein paar Gegner besiegen können. Ich hatte mal in den Dungeon Simulator geschaut und chancentechnisch stehen wir tatsächlich ganz okay da. Wäre natürlich schön, wenn wir noch das ein oder andere Level schaffen, bevor der legendäre Dungeon losgeht. Damit wir hier auf einem höchstmöglichen Level auch neues Equipment blättern können. Oh, der war knapp. Wir haben ja letztes Mal Epic Event gespielt und ja, es wurde dann halt auch gesagt, ist doch sowieso bald Legendary Dungeon, warum spielst du jetzt noch Epic Event? Ja, durch das Epic Event aus zwei Faktoren. Der erste natürlich dieses Nostalgie-Oldschool-Feeling, das hat man jetzt nach dem Legendary Dungeon nicht mehr, danach spielt man keine Epic Events mehr. Das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hat mir das Epic Event dann doch noch ein paar Level beschert, was es mir halt mit dem letzten Equipment nicht beschert hätte. Und deswegen, das sind natürlich dann halt auch wieder höhere Level, sag ich mal, die, oh, nice, sehr schön. Direkt 2 hier hintereinander, die wir dann halt auch beim legendären Dungeon haben. Umso höher wir dort das Einstiegslevel haben natürlich, ne, umso besser für uns und unsere Begleiter, beziehungsweise die Items, die wir halt bekommen, die sind dann natürlich umso besser, ne, ist ganz klar. Ja gut, die Stiefel werden wir jetzt hier nicht großartig umziehen. Den Ring können wir auch verwerten. Ja, siehst du, 2 Gegner schon mal wieder hier. Wir gucken auch nochmal gleich in den Märchenturm rein, ob wir da noch irgendwie einen Blumenstrauß gewinnen können oder so. Aber zuallererst gucken wir mal, ob wir hier eventuell noch den einen oder anderen mitnehmen können hier. Wie gesagt, seit dem Epic Event natürlich jetzt keine großartigen Verbesserungen mehr stattgefunden. Hier, ne? Deswegen, das sind jetzt einfach nur Tries nach dem Epic Event. Ja, und man sieht, es ist tatsächlich noch ein bisschen was möglich. So, ne, wenn wir da noch, keine Ahnung, vielleicht schaffen wir es noch bis zum, mal gucken, wann kommt, ja, also der Legendary Dungeon, zumindest letztes Jahr, ne, letztes Jahr kam er ja eine Woche vor Weihnachten. Oh, krasser Try hier gleich direkt zum Anfang. Deswegen ist es nicht unwahrscheinlich, dass er halt auch dieses Jahr wieder so stattfinden wird. Und dementsprechend kann man sich da natürlich dann halt auch schon mal ein bisschen drauf einstellen, wenn wir noch, weiß ich nicht, so 2, 3 Level vielleicht bis dahin noch schaffen sollten, wäre das natürlich schon ganz nice. Alter, die Tries aber hier auch wieder wirklich ziemlich knapp, ne? Kriegerhandschuhe, plus 28, bisschen weniger Rüstung,
jetzt nicht gerade sehr lohnenswert. Ja, schauen wir nochmal rein. Also das hier so... Ah, sehr schön. 235. Passt. Sowohl hier als auch hier sehr knappe Tries dabei gewesen. Geschick für die Kunigunde. Ja, ich meine, das kann man schon mal machen. Ja, Steingewinnung. Ja, ich meine, das ist ja haben oder nicht haben, ne? So, die Echse. Der nächste Gegner, mal schauen. Bist du vielleicht ein bisschen einfacher als dein Gegner davor? Ja, in der Tat, manchmal ist es ja so. Boah, nochmal so ein knapper Try hier direkt zum Start. Wir gucken mal vor nochmal. Intelligenz für Marquardt vielleicht. Oh. Das müssen wir machen. Steingewinnung, Dreier-Stat, immer besser. Auf jeden Fall. Da werden die Hauptattribute, die man auch benötigt, gepusht. Ja, die Tries von dem hier sahen auch gar nicht so verkehrt aus. Mal gucken. Vielleicht liegt der hier auch noch mit dem einen oder anderen glücklichen Try. Ich muss mal schauen. Haben wir eigentlich jetzt hier unsere... Manchmal vergesse ich das halt einfach, ne? Wenn wir neue Items haben, so, dann vergesse ich die einfach zu verbessern. Aber es sieht ganz gut aus. Und ich hätte gedacht, dass der hier noch fällt, weil chancentechnisch gesehen... Oh, ja, alles klar. Chancentechnisch standen wir gar nicht so schlecht da, laut SF-Tools. Ich hatte das mal durchgejagt durch den Simulator. Allerdings seht ihr, die Gegner hier bringen, oder in dem Dungeon haben noch nicht so viel Erfahrung gebracht. Ja, die hier oben, die bringen nachher dann erst wieder ein bisschen mehr, ne? Aus raus. Auch kein Bock, so richtig. Deswegen, ja. Wir können mal gucken. War jetzt vielleicht ein Fehler. Mal schauen, kriegen wir ihn down? Ja, sehr schön. Ja, nice, siehst du. Haben wir damals schon mal direkt wieder die Prozente für die anderen Dungeons gesteigert. Ja, ich wollte hier das Dämonenportal nimmt man immer zum Ende des Tages eigentlich, weil man dort halt eben ja, das Maximum an Damage machen möchte und das hast du halt erst, wenn du alles durchgeklickert hast am Tage. Ne? Ich habe ja auch noch die ganzen anderen Sachen, so Glücksrad und sowas, ne? Nimmt man alles erst mit höherer Stufe, falls man nochmal in den Genuss kommt, ein Level abzumachen. Deswegen halt, wie gesagt, am Ende des Tages. Märchenturm. Schnuppern wir hier nochmal rein. Sehr schön, sieht gut aus. So, nächste Etage. Mal schauen, wie sieht es hier aus? Ah, knappe Tries. Was haben wir hier für alle Attribute? Ja, nee, muss nicht sein. Wir brauchen auch noch ein paar Steinchen, aber ich habe ein ganz massives Ressourcenproblem, muss ich sagen, hier auf W60, da ich halt nicht aktiv mit Festungspartner spiele, habe ich echt Probleme, da an Ressourcen irgendwie zu kommen, ne? Deswegen auch Steine und sowas zu besorgen, echt schwierig, muss ich mal so echt sagen. Ich will natürlich auch in der Ritterhalle nicht behind sein, großartig. Deswegen, ich erfülle da gerade so die Anforderungen. Habe jetzt momentan Stufe 10 Ritterhalle. Festung ist im Ausbau auf 11 und danach geht das dann auch höher. Ja, ansonsten Unterwelt läuft auch soweit alles. Ne? Bin hier jetzt, also wie gesagt, das ist ja auch jetzt ohne Paket und so gespielt. Deswegen, ja, da kann man, ja, das denke ich mal so lassen. Jo. Machen wir mal weiter, skillen wir hier noch rein, mal gucken. Der Märchenturm sah knapp aus. Wir haben Alu heute noch nicht gespielt, würde sich natürlich direkt positiv auswirken auf unsere Abenteuerlust. Rest des Tages. Ansonsten können wir mal bei den Pets gucken, die hatte ich glaube ich noch gar nicht so großartig gezeigt. Passiert aber nicht allzu viel. Ne? Ja, da nehme ich so diese Standard-Oldschool-Routen. Nichts Besonderes jetzt hier irgendwie. Und momentan gerade in der Phase, wo ich nicht so viel ja, Habitate weiterkomme. So, stand gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ja, deswegen gucken wir mal nochmal. Ich hätte ganz gerne noch irgendwie so einen Gegner in der Schattenwelt, hätte ich ganz gerne noch gesehen hier irgendwie. Muss ich sagen. Auch wenn im Märchenturm die Tries vielleicht knapper aussahen. Aber wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Ich muss mir auch noch ein paar Pilze noch aufsparen hier für den legendären Dungeon, dass wir da dann auch, wenn es soweit ist, dann halt auch genug am Start haben. Deswegen würde ich sagen, ja, lassen wir das erstmal mit den Tries hier. Ja, genau, jetzt reicht es aber. Das denke ich mal auch. Wir haben ja ein paar Gegner besiegt. Das ist ja schon mal ganz okay. So, können wir mal in der Ehrenhalle noch schauen. Da mappe ich mich jetzt erstmal noch so durch hier. Ne? Jetzt ohne großartig irgendwie eine Auswahl zu treffen. Spam ich hier die Angriffe durch, ne? Und ja, dann werde ich noch die Abenteuerlust spielen. Dann haben wir hier soweit alles erledigt. Gildenportal kommt dann auch ganz zum Schluss des Tages dran und ja. Ja,
Wie gesagt, Legendary Dungeon kommt auf uns zu, ist nicht mehr weit weg und bis dahin gucken wir nochmal, dass wir vielleicht nochmal das ein oder andere Level kriegen. Wenn wir uns neu equippen, dann werden wir auch nochmal einen Boost haben. Ich weiß nicht, wie hart ich hier auf W60 in den Legendary Dungeon reingehe. Mal schauen, wenn ich nicht alles bekommen sollte, dann ist das so. Ich weine denen nicht hinterher, wenn ich jetzt nicht alle Items bekomme, aber ich versuche das Beste rauszuholen. Legendär, Legendary technisch so. Ja, das ist auf jeden Fall der Stand hier zu W60 und meinem Magier und der kleinen Challenge, die ich hier die 200 Tage lang begleite. Das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.